안녕하세요 여러분. 저는 제시카예요. 만나서 반갑습니다. Hi alle zusammen. Ich habe auf Instagram so viele Fragen von euch bekommen bezüglich, wie es ist, alleine nach Korea zu reisen. Und wird einem irgendwie nicht langweilig alleine in Korea? Was hast du alleine in Korea gemacht? Gab es nicht irgendwelche Probleme wegen der Sprache? Oder auch, wie viel Geld sollte ich mitnehmen? Und falls ihr denkt, ich bin rich. Nö, die Scheinchen sehen einfach nur schön aus, aber sind in Wahrheit so ungefähr 70 Cent umgerechnet. Wahrscheinlich jetzt sogar weniger wegen Corona. Ich weiß ja nicht, aber seid ihr auch in Weihnachtsstimmung wie ich? Und falls ihr es gesehen habt, ich habe mich ein bisschen anders eingerichtet und alles schon ein bisschen weihnachtlich, weil naja, ich liebe Weihnachten. Weihnachten ist für mich die beste Zeit im Jahr. Ich liebe es einfach. Man kann alles so schön dekorieren. Und jetzt seien wir mal ehrlich, wenn man keinen Weihnachtsmarkt... Ich meine, schaut euch bitte meine Decke an. Santa ist schon bereit, ich bin bereit. Dann mein kleiner Kumpel. Hier und ich, wir sind sowas von bereit. Also Weihnachten kann kommen. Wie gesagt, ich habe bezüglich Alleinereisen nach Korea sehr viele Fragen von euch bekommen. Und dann dachte ich mir so, okay, warum mache ich nicht einfach ein Video darüber? Dann ist einfach alles schon mal geklärt. Und falls ihr Fragen habt, die nach dem Video noch offen sein sollten, könnt ihr es gerne unten in die Kommentare schreiben oder auch mir über Instagram nochmal. Ich lese da eigentlich regelmäßig Nachrichten. Ich kommentiere eigentlich auch alles. Also ich tue wirklich jedem zurückschreiben. Eine Frage, die ich sehr häufig bekommen habe und weil ja viele auch von euch wissen, dass ich jetzt im November nach Korea ziehen werde. Und dann haben mich sehr viele gefragt, ob ich keine Angst davor habe. Und tatsächlich noch gar nicht. Also auch als ich alleine nach Korea gereist bin schon, für 2 Wochen halt in den Urlaub, da hatte ich eigentlich auch keine Angst, weil ich dachte mir so, ja, ist ja Urlaub, also ich komme ja wieder zurück. Deshalb war das für mich eigentlich kein Problem. Ich hatte auch nicht irgendwie Angst davor, weil ich ich war ja davor schon einmal in Korea. Für eine Woche jetzt nicht so lang. Also ich war halt aber schon in Korea. Und das erste Mal, als ich in Korea war, im Oktober, da habe ich mich eigentlich richtig gut zurechtgefunden. Und eigentlich wegen der Sprache gab es auch nicht wirklich Probleme. Also ich muss sagen, als ich in Korea war, Englisch hat jetzt nicht so viel weitergeholfen, mir persönlich. Ich weiß auch nicht, vielleicht bin ich auch einfach nur an die falschen Leute rangeraten. Aber Englisch hat zu 99% der Fällen nichts gebracht. Also ich hatte eigentlich keine Angst davor, 2 Wochen nach Korea zu fliegen, weil ich wusste, ich bin in meiner Hood. Also meine Hood in Korea ist Myeongdong. Viele lieben ja Hongdae oder Itaewon oder so, aber ich bin halt zum Beispiel sehr gar kein Partygänger, auch vor Corona war ich auch noch nie in einer Disco oder sonst irgendwas. Ich liebe mein Myeongdong. Eigentlich in ganz Seoul, aber in Myeongdong, da ist halt immer so mein Streetfood. Ich habe immer was zu essen. Da habe ich 50.000 Läden, ich kann schön shoppen gehen, das ist alles, was mein Herz begehrt. Und jetzt habe ich eigentlich auch keine Angst, alleine zu reisen oder alleine nach Korea zu ziehen. Ich weiß auch nicht, also vielleicht kommt es noch, vielleicht bin ich jetzt einfach noch zu arg in meiner Honeymoon-Phase, dass ich einfach alles toll finde. Ab den 2 Wochen Quarantäne werde ich da wahrscheinlich schon merken, wie lonely ich bin. Eigentlich habe ich jetzt keine Angst, wirklich dahin zu ziehen. Ich bin eigentlich eine sehr offene Person, ich komme sehr schnell mit Leuten in Kontakt, ich habe auch keine Berührungsängste oder so, deshalb mache ich mir da eigentlich keine Sorgen, dass ich da jetzt irgendwie einsam eingehe oder so. Und ich persönlich habe jetzt auch noch das Glück, dass eine Freundin von mir, die geht eigentlich auf eine internationale Schule in Malaysia, aber sie ist Koreanerin und die ist jetzt in Korea schon seit Oktober und bleibt bis Februar, deshalb kann sie mir in der Anfangszeit ein bisschen helfen. Eine Frage, die ich auch bekommen habe, war, mit wie viel Geld muss man ungefähr rechnen? Also es kommt ganz auf die Dauer drauf an, also wie lange du jetzt gehen möchtest. Sagen wir mal, du willst so wie ich gehen, also so 1 bis 2 Wochen, als ich im Urlaub war. Aber dann kommt es auch noch drauf an, was für eine Person ihr seid. Ich möchte euch ja aus meiner Erfahrung berichten und wie es bei mir so war. Aber beim Thema, mit wie viel Geld muss man rechnen, bin ich die total falsche Ansprechperson. Also, es kommt drauf an, sage ich jetzt mal, was für eine Person ihr seid. Ich bin eigentlich voll der Geizhals. Also nein, geizig eigentlich nicht. Ich spare sehr gerne. Also ich bin eine Schwabe. Ich spare. Aber Leute, ihr müsst halt bedenken, das erste Mal, als ich in Korea war, ich hatte Tickets für die BTS Finals gewonnen. Also ich bin zu einem Konzert gegangen. Und es gab dann auch noch House of BTS. 2 Sachen, die für einen K-Pop-Fan einfach tödlich sind. Wären diese 2 Sachen wahrscheinlich nicht gewesen, hätte ich viel, viel weniger Geld ausgegeben. Aber diese 2 Sachen
sind tödlich, Leute. Wirklich, ihr müsst da aufpassen. Korea ist voll von Merch, voll von K-Pop, Alben und sonst was. Pop-Up-Stores und so. Also das Essen ist eigentlich relativ günstig, besonders Streetfood. Eigentlich ist es, ich habe gehört, es ist günstiger in Korea essen zu gehen, als selber zu kochen zum Beispiel. Also ich war ja auch in Korea shoppen. Und Sachen wie Klamotten waren jetzt eigentlich auch sehr günstig. Nur Beauty-Produkte zum Beispiel waren teurer. Deshalb, es kommt halt immer drauf an, wie viel ihr eigentlich ausgeben wollt. Ich glaube, ein richtig guter Tipp ist, setzt euch selbst ein Limit. Wirklich. Egal, was jetzt eure Kreditkarte für ein Limit hat, was die euch sagt, so, ja, ihr habt noch so und so viel Geld. Nein, Leute, setzt euch einfach ein Limit. Und dann, keine Ahnung, dass ihr nur 30 Euro am Tag oder so ausgibt oder 50 Euro meinetwegen, weil ihr ja im Urlaub seid. Irgendwie sowas. Ja. Ja, und dann vielleicht nicht zu arg in den Merchbrunnen fallen. Also man muss halt auf jeden Fall mit dem Flug rechnen. Der ist so, je nachdem wie früh man bucht, 700, 600 bis 1000 Euro. Das erste Mal, als ich einen Flug gebucht habe nach Korea, der war echt mega günstig. Also zum Vergleich zu meinem zweiten Flug. Der hat, glaube ich, nur so, also ich habe den ja für mich und meine Schwester gekauft. Und der hat so circa 700 war der. Dann Hotel, je nachdem, was halt eure Standards sind. Meins hat jetzt nur 400, glaube ich, gekostet. Also 200, also 400 mit meiner Schwester, 200 pro Person. Ja, genau. Also mein erstes Hotel hat für mich und meine Schwester für 7 Nächte 424 Euro gekostet. Dann habt ihr halt schon so circa 900.000 Euro habt ihr jetzt schon mal für Flug und Hotel ausgegeben. Und dann kommt es natürlich voll auf einen als Person an, wie sehr man spart, was man alles anschauen möchte. Es gibt ja sehr viele kostenlose Sachen in Seoul. Also da muss man sich eigentlich keine wirklich großen Sorgen machen, wegen den Sehenswürdigkeiten her. Und auch wenn ihr, keine Ahnung, zum Gyeongbuk gucken wollt und meine Güte, dann zahlt man halt ein bisschen oder ihr tut euch halt einen Hanbok mieten, was ich voll empfehlen würde, weil es einfach nur mega süß ist. Ihr könnt mega tolle Fotos machen und ihr könnt auch kostenlos dann in den Gyeongbuk reingehen. Deshalb da ist es eigentlich nicht so teuer. Sehenswürdigkeiten sind voll okay. Ja, ich würde halt wahrscheinlich Merch und so wird euch killen, falls ihr ein K-Pop-Fan seid. Eine weitere Frage war, wie finanzierst du das? Also das erste Mal, als ich in Korea war für die eine Woche, das habe ich mir selbst finanziert, weil, wie gesagt, ich bin Schwabe. Ich habe sehr lange gespart. Ich glaube, ich habe 5 Jahre gespart. Ja, ich habe halt einfach das Ganze angespart, was ich zu Weihnachten und all den Feiertagen bekommen habe. Ich habe auch geschauspielert im Theater. Da habe ich dann auch immer Geld bekommen für die ganzen Proben, für alle Auftritte und so. Geld habe ich dann auch gespart. Im Jahr 17, 18 habe ich ein FSJ gemacht. Und das Geld habe ich eigentlich auch nur gespart. Und deshalb hatte ich eigentlich noch sehr viel Geld übrig, was dann aber nach meinem ersten Korea-Besuch weg war. Ich weiß auch nicht so genau, was da passiert ist. Und mein zweiter Korea-Aufenthalt war sponsored by parents. Ja, den haben mir meine Eltern finanziert, weil eigentlich, ich glaube, ich wäre gar nicht so schnell nach Korea nochmal gekommen. Ich hatte nur das Glück, dass ich bei einem Gewinnspiel nochmal gewonnen hatte. Und zwar für KBS. Also war ich auf dem KBS Song Festival. Erste Reihe, ich war bald an der Ceiling. War mega cool und ich dann so zu meinen Eltern, ja, aber ich habe gewonnen. Das ist eine einmalige Chance, ich muss da jetzt hingehen. Und ja, deshalb durfte ich dann nochmal nach Korea letztes Jahr im Dezember und Januar. Eine weitere Frage war auch, wie finanzierst du dich in Korea? Ich habe auch mit YouTube tatsächlich angefangen, um ein bisschen wie so ein Taschengeld zu haben. Ich bin aber noch nicht monetarisiert, also das heißt, ich bekomme noch gar kein Geld. Ich mache das jetzt eigentlich alles nur zum Spaß, also wie so ein Hobby halt. Aber ich dachte halt, das wäre auch schon cool, wenn ich auch ein bisschen damit Geld verdienen könnte, falls es irgendwann mal soweit ist, so ein kleines Taschengeld zu haben für Korea. Und ich plane auch dann in Korea mir einen Job zu suchen. Ich gucke vielleicht nach so Teaching-Jobs, also dass ich irgendwie Nachhilfe gebe in Deutsch oder Englisch. Sowas in die Richtung habe ich mir gedacht, dass ich eine Anzeige einfach aufgebe oder, weil ich liebe ja Hunde, also, und ich meine, ich habe ja 4 Hunde, ja genau, dann dachte ich mir vielleicht, dass ich irgendwie sowas mache wie Hundesitter oder Hunde ausführen, sowas in der Art. Muss ich noch schauen. Mein Lebensstandard ist, glaube ich, eigentlich gar nicht so hoch. Ich lebe in meinem Bruchboden, also wirklich, meine Hotels sind immer so schäbig. Außer mein erstes. Mein erstes Hotel war so cool, ich liebe es. Das war mega cool. Ich liebe mein erstes Hotel, in dem ich in Korea war. Dazu kommt aber in meinem zweiten Teil, allein in Korea, mehr. Eine weitere Frage war, wie hast du sämtliche Tage durchstrukturiert?
Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vergesst nicht, diesem Video einen Daumen hoch zu geben. Bitte, bitte lasst einen Kommentar da, falls ihr irgendwelche Fragen habt. Irgendwas noch unklar ist, unten in die Kommentare. Oder auch gerne ein Feedback geben, wie ihr dieses Video fandet. Ob ich noch mehr in die Richtung machen sollte. Was ihr vielleicht noch gerne am Deutschen Sonntag sehen möchtet. Und vergesst natürlich nicht zu abonnieren. Es ist ein kostenloses Abo, würde mich mega unterstützen. Und würde mich natürlich auch mega freuen, dass ich sehe einfach, dass meine Community, besonders meine deutsche Community, auch wächst. Und vergesst nicht, die Bell zu aktivieren, damit ihr nicht das nächste Video vom Deutschen Sonntag verpasst. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bye!